Herzlich willkommen zusammen zu unserem 4. Open Mic hier. Heute zum Thema datengetriebene Customer Experience Optimierung. Ein spannendes Thema, zu dem Matthias und ich auch gerade gemeinsam ein White Paper geschrieben haben, unter der Mitwirkung von 4 Top-Experten, die sich mit dem Thema sehr, sehr gut auskennen. Zur Info für euch: Ihr könnt jederzeit Fragen stellen im Chat und wir werden die dann innerhalb unseres Dialogs dann auch beantworten. Ja, Matthias, du kennst dich mit dem Thema Daten und Customer Experience sehr, sehr gut aus. Für die Leute unter euch, die ihn noch nicht kennen, stell dich vielleicht gerade mal kurz vor. Ja. Was machst du? Matthias Bettag, ich bin Senior Data Strategist bei Odoscope seit Mai diesen Jahres, also noch relativ frisch. Einige kennen mich, ich sehe durchaus bekannte Namen auf der Liste. Ich habe früher in der Beratung gearbeitet für ein paar Jahre und davor war ich Anwender einige Jahre. Genau, und bei Odoscope habe ich so eine etwas interdisziplinäre Aufgabe in meiner Rolle und ja, freue mich sehr. Das passt doch gut, weil Customer Experience nach meinem Verständnis ja auch sehr, sehr interdisziplinär ist. Was ist denn eigentlich Customer Experience und warum ist die so wichtig? Ja, das ist eine gute Frage, weil ohne Definition kann man nichts messen. Da kann man gleich schon mal eine kleine Trivialität, die leider in der Realität immer wieder genannt und beachtet werden muss, anbringen. Ich fand Jim Sterns Definition so toll, wo er sagte, dass die Customer Experience erstmal jeder Kontakt eines Kunden mit einem Unternehmen, und das geht bis hin zur Uniform vom Service-Mitarbeiter vor Ort oder von der Hotline und so weiter. Also das ist nicht nur die Webseite, absolut hier aus dem digitalen Bereich unter Customer Experience ganz oft die digitalen Interaktionen meinen, aber es ist eigentlich noch viel mehr. Und das muss erstmal definiert sein, bevor man anfangen kann, sich dem zu stellen. Weil es kann durchaus sein, dass man bestimmte Sachen auslagert und sagt, naja gut, unsere CX ist jetzt nur der Purchase und nicht die Lieferung oder so. Oder auch genau nicht. Ne? Aber wie auch immer, die Definition muss erfolgen. Das heißt, da springen viele auch zu kurz manchmal. Möglicherweise wird viel zu kurz gedacht, weil das Problem ist nicht die geschmeidige Purchase-Strecke online, sondern was weiß ich, ewig verspätete Lieferung oder schlechte Qualität oder Service oder 1000 Milliarden Möglichkeiten. Genau. Auch aus Soft und Hard, sage ich mal, ein Faktor. Warum ist das wichtig? Es gibt massenhaft Belege darüber, dass eine gute Customer Experience umsatzfördernd ist. Ganz einfach. Und dass eine negative CX dazu führen kann, dass man Kunden nachhaltig verliert. Also man kann jahrelang glücklich sein und mit einer negativen Erfahrung abspringen. Und damit ist natürlich der Langzeitschaden einer schlechten CX genauso zu beachten wie die positive Wirkung einer guten CX. Absolut, weil nichts ist schlimmer, als wenn man langjährige, zufriedene Kunden mit einer einzigen Experience verliert. Also eine schlechte Erfahrung und sie sind weg. Was würdest du denn sagen, ist alles Teil einer Customer Experience, wo wir schon gesagt haben, wenn man nur digital denkt, ist es zu kurz. Was ist alles Teil? Also nehmen wir ruhig mal, wir sind glaube ich unter uns digital hier, sind natürlich sämtliche Touchpoints, die man hat mit einer Plattform, mit Social Media Aktivitäten des Unternehmens, mit der Webseite, mit dem Einkauf. Das sind selbstverständlich Touchpoints und Teile, die voll dazugehören, die uns sozusagen natürlicherweise als erstes einfallen. Offline gehört genauso dazu. Wenn man in ein Ladengeschäft geht und dann doch noch online kauft, dann ist natürlich auch die Interaktion oder der Besuch im Ladengeschäft spielt eine Rolle. Werbung, Verpackung, Lieferung gehört dazu. Ja, der ganze Logistikapparat, der nach hinten kommt. Natürlich das Auftreten jedweder Mitarbeiter, egal ob am Telefon oder als externer Dienstleister, der wie auch immer vorbeikommt und einem das Kabelwerk flickt. Support, Service. Also man kann eigentlich, es ist ein sehr, sehr großes Feld. Aber diese Sachen sind sicherlich in erster Linie zu beachten, wenn man darüber nachdenkt. Das ist ja so ein Klassiker, was ich persönlich sehr, sehr unschön finde, wenn ich irgendwo anrufe und jemand nicht weiß, was ich auf der Webseite mache oder gemacht habe. Also Beispiel, ich habe was zurückgeschickt und der Kundenservice weiß gar nicht, dass ich was zurückgeschickt habe. Kann man denn, wenn es so ein holistisches Konzept ist, die Customer Experience, kann man die Customer Experience messen? Und wenn ja, wie geht das genau? Genau, also grundsätzlich ja, kann man messen. Das ist nicht das Einfachste, es ist wichtig. Man kann nur messen, was definiert ist und was, Bedingungen hat, die eine Vergleichbarkeit erlauben über die Zeit und eine Messung. Aber es erfordert eine gute interdisziplinäre Zusammenarbeit. Wenn wir jetzt wieder von der digitalen Seite kommen, dann haben wir natürlich Geschäftsentscheidungen, Managemententscheidungen oder Ziele. Wir haben Marketing, wir haben E-Commerce, wir haben Product Management,
wir haben IT und Analytics, es gibt vielleicht noch Testing und. Ja. Das sind verschiedene Bereiche, die jeweils einen Einfluss haben auf die Customer Experience und die müssen in gewisser Weise zusammenarbeiten, um tatsächlich so eine holistische Betrachtung zu erhalten und nicht jeder in seinem Silo sitzen zu haben. Verstehe. Das heißt, da müssen auch dann die Zahnräder ineinander greifen, da müssen dann vielleicht auch Systeme, Tools, die Daten erfassen, die Informationen erfassen, ineinander greifen. Das sowieso, das ist die rein technische Variante und die ist schon aufwendig genug, wenn man 30 Silos hat, die möglicherweise für sich alle sehr gut funktionieren, aber das Gesamtbild nicht erlauben oder nur schwierig erlauben. Zum anderen ist es die organisatorische Prozessarbeit, die stattfinden muss, dass da also durchaus eine ganze Menge zusammenkommt, um sowohl den Wissensstand als auch eine Lernkurve, das fand ich auch eine gute Erkenntnis aus dem White Paper, also dass wirklich wenn eine Customer Experience erstmal verstanden sein muss, was gemeint ist und dann wie sie gemessen wird und dann wie sie tatsächlich aussieht und in welchen Segmenten sie vielleicht anders aussieht, dann sind das Sachen, die verschiedene Abteilungen und Bereiche jeweils für sich verstehen müssen, aber unter dem gemeinsamen Nenner. Ja, klar. Und das ist halt ein organisatorischer Aufwand, der mit einer Lernkurve einhergeht, die Zeit und Entwicklung braucht. Das ist eine ganz natürliche Sache. Das heißt, da kommt es dann wieder, bricht man es wieder runter, kommt es auf die Menschen an, die auch in den Positionen sitzen, dass sie kooperieren und all das. Gehen wir mal davon aus, wir haben eine super Struktur, wir haben tolle Prozesse, wir haben Rockstar-Mitarbeiter in den Teams sitzen, in allen Bereichen, die sich auch mit der Customer Experience identifizieren und das als Ziel sehen. Wie gehe ich dann vor, wenn ich wirklich datengetrieben agieren möchte? Also wenn ich sage, ich möchte meine Customer Experience optimieren, habe verstanden, das ist wichtig. Und wie gehe ich da vor, um das datengetrieben dann zu optimieren? Wie soll ich anfangen? Ich glaube, ganz wichtig ist, eine Zielstellung zu haben und sei es, dass das Ziel erstmal ist, dass man einen Status ermittelt, von dem ausgehend man dann das nächste Ziel erreichen kann. Ja. Man muss gucken, dass man irgendwie die Datensilos verbunden kriegt, dass man das große Thema Cross-Device angegangen kriegt. Man weiß einfach, man denkt, man redet mit Kunden, genau genommen sind Kontakte mit Geräten da, die wiederum Kunden zuzuordnen sind. Das ist eine natürliche Schwierigkeit. Ich glaube, es gibt sehr viele, wir nennen es bei Odoscope Situationsdaten bzw. Situationalisierung. Generell ist es, glaube ich, gibt es einen ganz entscheidenden Aspekt, wann wird welche Aktion betrieben, angeboten. Okay. Und das leitet so ein bisschen Richtung Echtzeit über, das leitet auch ein bisschen Richtung, was ist jetzt wichtiger, das Segment bezüglich seiner Wertigkeit oder das Segment bezüglich der Tageszeit. Will man jemanden anteasern oder ist vielleicht morgens auf dem Weg zur Arbeit, wenn die Leute am Handy rumsurfen, ganz praktisch oder was auch immer die Möglichkeiten sind, konkret auf die Situation des Users das Momentum zu nutzen. Und dazu gehört natürlich eine ganze Menge Vorerkenntnis, um diese operativen Schritte dann auch passgenau einzuleiten, zu messen, auszuwerten, zu optimieren. Verstehe. Das heißt, man sollte vielleicht erstmal, bevor man seine Ambitionen sehr hoch legt, erstmal den Status quo auch abstecken und sagen, wo stehen wir heute und wo gehen wir dann hin. Was sind denn dann, wenn wir das getan haben, wir haben den Status quo ermittelt, wir haben ein großes Ziel und alle sind auch auf on the same page, wie man so schön sagt, und möchten in dieselbe Richtung laufen. Was sind dann weitere Herausforderungen, die es bei der Customer Experience Optimierung zu bewältigen gilt? Es gibt sicherlich eine große Herausforderung, wenn man sich das Thema Tools anguckt. Okay. Was ist Grundlage? Was ist Stichwort Rohdaten zum Beispiel? Hat man die oder nicht und auf welcher Ebene? Ich glaube, jetzt ist gerade das Bild ausgefallen. Das ist was anderes. Man lässt sich nicht irritieren. Ihr seht uns noch. Super. Ja. Und bei der Toolauswahl gibt es natürlich verschiedene Ansätze und Möglichkeiten bezüglich, was ich gerade sagte, einmal die Basismöglichkeiten, aber dann auch vielleicht spitze operative Ausspielungen. Wie geht man mit Newsletter um? Wie geht man mit On-Site-Personalisierung um? Gibt es Zyklen, Frequenzen, die man eingehen möchte? Und ja, ich glaube, daran erkennt man schon, dass es ein großes Thema ist. Es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Ja. Und man muss sich überlegen, welchen Ansatz man fährt. Und ganz, ganz grob würde ich sagen, wenn wir in der Technologie sind, gibt es halt die First-Party-Datenwelt und die Third-Party-Datenwelt, die sich
ein bisschen, also grundsätzlich unterscheiden, welche Möglichkeiten sie haben, welche Risiken sie bergen und wie schnell sie ongeboardet werden können. Und das ist, glaube ich, eine ganz relevante strategische Entscheidung. Ja. Also da möchte ich gerne noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Für alle, die das nicht so klar differenziert haben, was sind die wichtigsten Unterschiede zwischen First-Party-Daten und Third-Party-Daten? Oder auch vielleicht Vor- und Nachteile? Kannst du da noch ein bisschen tiefer einsteigen, bitte? Ich versuche es allgemein zu halten und gerne Fragen stellen oder kommentieren. Ja. First-Party-Daten sind im Wesentlichen die Daten, die man auf der eigenen, über die digitalen, im eigenen Ökosystem erhebt. Der eigenen Webseite, aus dem eigenen Newsletter, aus dem eigenen Kundenverkehr, aus dem eigenen Survey. So, Third-Party-Daten sind klassisch im Retargeting. Man bindet ein externes Tool ein, was letztendlich ein zentrales Profil in der Cloud füttert. Aber das tun gleichzeitig sehr, sehr viele auch. Und man bekommt aus diesem einen Kanal, den man auch mitfüttert, aggregierte Erkenntnisse zurück, die man wiederum nutzen kann für Audiences und so weiter und so fort. Vorteil, First-Party-Daten, die gehören einem selber. Man hat sie üblicherweise im optimalen Format oder kann sie zum optimalen Format bringen. Und man hat die komplette Ownership und die Prozesskontrolle. So, das ist ein sehr mächtiger Datensatz, der auch die Datenschutzkriterien am besten bewältigen lässt, weil eine Transparenz besteht zwischen dem, was man dem Kunden oder dem Besucher direkt anbieten kann. Der macht sozusagen einen Consent direkt mit den Datenbesitzer also mit mir sozusagen, wenn ich mich jetzt personifiziert als Unternehmen sehe, macht er mit mir sozusagen. Genau, wenn ich dein Kunde bin, dann komme ich so. Bezüglich einer Third-Party-Daten-Consent muss man natürlich sagen, so, wir binden was ein, das benutzen aber auch andere und sinngemäß, dann wird es etwas unschärfer für den Kunden. Das ist jetzt etwas verkürzt. Natürlich. Plus, Third-Party-Daten sind natürlich nicht beliebig verfügbar. Die haben einen Preis und der Preis kann sich ändern. Es gibt Regulationen wie jetzt die DSGVO und die Community Privacy, die sicherlich einen Einfluss darauf haben werden, wie viel kann man noch in welcher Form tracken, also wie wird die Qualität und die Quantität dieser Daten langfristig aussehen. Verstehe. Und man hängt natürlich da in einer gewissen Abhängigkeit an den Drittdienstleistern, die ja auch gekauft, verkauft, sich verändern können. Verstehe. Monopole erreichen und dann kennt man ja auch die Abläufe. Genau. So, gleichzeitig der Vorteil ist natürlich, wenn ich mal schnell was anflanschen will, geht es mit Third-Party-Daten leichter, wenn denn die First-Party-Daten noch nicht so vororganisiert sind, dass sie wirklich sehr schnell operativ nutzbar sind. Und das ist oft etwas unter dem großen Thema Data Governance. Was wiederum heißt, man muss die Grundlagen gut gesichert haben, bevor man mit spitzen operativen Maßnahmen weitermacht. Ja, das hört sich nämlich jetzt für mich erstmal so an, dass die Versuchung da ist, so ein Third-Party-Daten-Tool einzusetzen, weil es einfacher ist, weil es vielleicht auch ein bisschen bequemer ist, weil man vielleicht nicht so viel Manpower auch dafür braucht. Kann sein, ja, weil man natürlich eine ganze Menge auslagert. Gleichzeitig hat es eine Mächtigkeit durch diese Externalisierung und weitere Profile, hat aber den Nachteil, dass man meistens nicht die Rohdaten hat, sondern sozusagen die Spitzenerkenntnisse zurückgemeldet bekommt. Es ist auch durchaus möglich, ein Hybrid aus, es ist keine Schwarz-Weiß-Welt. Also man kann das eine mit Third-Party und das andere mit First-Party machen. Das wäre so generell auch meine Grundempfehlung, dass man immer darauf achtet, den eigenen Datenschatz zu maximieren und zu besitzen, also dafür einfach zu sorgen, dass man ein gutes Fundament hat, um auf dieser Basis, was grundsätzlich auch die günstigsten Daten sind, mit der vollsten Kontrolle zu arbeiten. Und was auch immer sinnvoll ist, kann dann auch mit Third-Party ergänzt, angereichert oder überbrückt werden. Und das dann vielleicht in einem Data Warehouse oder in einem Data Lake dann eben zusammenzuführen, vielleicht auch mit den Third-Party-Daten, je nachdem, welche Formate. So, und das sind diese Kleinigkeiten, über die, wenn man jetzt im operativen E-Commerce ist zum Beispiel, oder egal, ob das E-Commerce ist oder was anderes, da macht man sich nicht mehr so einen Kopf drum, wie viel Arbeit vorne nötig war, um 26 Datenquellen vernünftig in ein Warehouse zu bringen, was dann auch bitte vor Wochenfrist Erkenntnisse liefert. Und das ist einfach, das eine bedingt das andere und deswegen glaube ich, dass das Customer Experience Optimierungsthema gut geeignet ist, um im Grunde die gesamte Evolution von strategischer Planung bis operativer Umsetzung mit all dem, was dazwischen passiert, sowohl technisch als auch menschlich, prozedural, organisatorisch, was da passiert, zu verbinden. Also thematisch sehr gut geeignet, um auch intern zu lernen. Also um zu sagen, okay, wir setzen uns jetzt strategische Ziele und schauen mal, was wir auf dem Weg noch alles lernen können und welche Tools wir dann einsetzen, wie wir dann damit verfahren und so weiter. Und wenn man so will, aus meiner Sicht, ich habe einen eher technischen Hintergrund, verglichen jetzt
meinetwegen mit einem Kanalmanager vielleicht oder E-Commerce-Manager, die genau eher am Frontend arbeiten. Ja. Aus meiner Sicht ist das sozusagen ein Thema, was eine ganz, ganz starke Auswirkung aus Management und operativer Sicht hat, gleichzeitig aber eine technische Komponente hat, die immer mitläuft und die mit bedacht werden muss. Und das ist so ein bisschen das finde ich, hochinteressante Feld, wie das eine mit dem anderen funktioniert, ohne dass die eine Abteilung denkt, Ägypten. Genau. Also es ist halt ein super, super interdisziplinäres Feld. Was würdest du denn sagen, wie sollte so ein interdisziplinäres Team, das sich mit Customer Experience Optimierung auseinandersetzt oder beschäftigt, wie sollte das zusammengesetzt sein? Welche Rollen braucht es, um das zu einem Erfolg zu führen? Ich glaube, es ist wahrscheinlich eine unvollständige Liste, aber was sicherlich involviert ist, Marketing, klar, Products und E-Commerce. Wenn man jetzt im E-Commerce-Bereich ist, B2B, das entsprechende Äquivalent. Analytics natürlich, BI, Data Science, wer auch immer, ich sag mal, das Datenhandling, die Data Governance hat, haben sollte. Testing, Riesenthema. Ja, Testing ist ja oft personalintensiver und sehr, sehr schnell getaktet und multiparallel und muss sich natürlich mit Analytics austauschen und sowieso allen Bereichen, für die Tests dann erfolgt sind, was auch immer getestet wurde. IT hat somit eine Rolle oder Dev, ne, WebDev, AppDev. Und nicht zuletzt Datenschutz, Privacy, was jetzt die, wie soll ich sagen, regulatorische Komponente ist, die beachtet werden muss. Und dann, denke ich, geht es natürlich, wie vorher genannt, auch noch in weitere Bereiche. Aber das ist sicherlich ein Zusammenspiel, was erstmal orchestriert werden muss. Ne? Oder mit der Zeit aufgebaut wird. Ich will die Hürde auch nicht so legen, von wegen, viel zu kompliziert, sondern der Weg ist das Ziel ein klein bisschen und man muss sich konstant weiterentwickeln und erreicht so den nächsten Status. Ja, du hast ja auch schon gesagt und auch viele der Experten, die wir interviewt haben im White Paper, haben gesagt, dieses Lernen ist super wichtig. Also man sollte jetzt nicht irgendwie ein hochkomplexes Tool sofort hinsetzen und den Leuten quasi auf den Tisch werfen und sagen, viel Spaß damit, ne, findet raus, was ihr damit macht und irgendwie ist das eine Blackbox und du kannst nicht reinschauen und nicht nachvollziehen, was da passiert und was da getan wird. Zum Thema Tools. Welche Rolle würdest du denn in so einer CX-Optimierung dem Thema Tools beimessen? Also ist das was man so nebenbei irgendwie mitkauft, wenn man den Mindset sowieso hat? Oder sollte man da wirklich ein großes Augenmerk legen? Wie ist da dein Standpunkt? Nee, ich denke, man sollte sehr großes Augenmerk legen, weil je nach Grundausstattung und letztendlich auch je nach Geschäftsziel oder, wie soll ich sagen, Geschäftspraktik, ist es was anderes, ob ich jetzt ein Shop bin, der Fremdprodukte macht oder ob ich nur eine Eigenmarke verkaufe oder ob ich ein Finanzdienstleister bin oder ob ich ein mehr oder weniger im Affiliate-Geschäft unterwegs bin, weil die Kunden werden mir durch Dritte zugetragen und so weiter. Also das sind ganz unterschiedliche Bedingungen, die erstmal jeweils eine andere Ausgangslage machen, aber davon ausgehend jeweils gibt es tatsächlich große, wie soll ich sagen, Möglichkeiten oder auch Unmöglichkeiten, die man sich durch die entsprechende Toolauswahl bereitet. Ja, verstehe. Im Vorgespräch hattest du schon mal erwähnt, dass es natürlich Branchenunterschiede gibt. Lass uns doch mal ein bisschen weg von diesem E-Commerce gehen, dieses klassische, wir testen alles total schnell und wir sind im B2C-Markt und wir haben super schnell viele Datenmengen, weil wir haben wir haben hunderttausende Visits am Tag und so weiter. Wie sieht es denn in so etwas, würde ich jetzt mal sagen, konservativen Bereichen aus? Also Versicherungen, Banken, vielleicht auch sowas wie Consulting, Management Consulting. Wie würdest du sagen, sind da die Gegebenheiten, um die Customer Experience zu optimieren? Genau. Also klassisch ist in diesen Bereichen, die sind deutlich höher reguliert. Die haben alleine im Banking Transaktionssicherheiten zu haben, ist ein bisschen was anderes als wenn eine Bestellung für ein paar Turnschuhe irgendwie scheitert oder so. Das ist klar, dementsprechend haben die auch ganz andere Approval-Zyklen und ich habe früher in der Pharma gearbeitet, da gibt es den berühmten Legal Medical Value, also da muss dann wohl die medizinische als die Rechtsabteilung nochmal drüber lesen, da kannst du nicht einfach mal sagen, hey, das formuliere ich jetzt neu, das klingt irgendwie besser. Lange Rede, kurzer Sinn, die CX dort ist auch wichtig. Absolut. Die gute Nachricht ist vielleicht, eine schlechtere CX führt nicht so schnell zu einem Bruch, ist meine These. Ich wechsle jetzt nicht die Bank sofort, weil mir das Interface nicht gefällt, aber
das kann durchaus ein Grund werden, zu wechseln, beziehungsweise es kann auch ein sehr guter Grund sein, zu bleiben. Ja. Wenn man sagt, die CX ist so gut, dafür bezahle ich auch mehr. Und das war auch etwas, was viele Umfragen ergeben haben, dass aus Kundensicht durchaus akzeptiert wird und eine Bereitschaft besteht, mehr zu bezahlen für eine gute CX. Für den Kunden ist eine gute CX aber ganz oft schnell, effizient, angenehm, so. Bequem, ja, genau. Im Sinne von den Job erledigen, den man möchte. Ja. Aus, wie soll ich sagen, Anbietersicht ist man oft oder Betreibersicht ist man oft dabei, dass man auch so, was weiß ich, da will man Loyalitätsprogramme mit reinfördern und da binden oder eine Unique Experience oder sowas. Das heißt, das mag sein, aber das sind Sachen, die eher subkutan wirken. Wichtig ist, dass der Kunde das Gefühl hat, es macht Spaß und es ist angenehm und es kostet nicht so viel Zeit und Ärger. Und das gilt genauso für die gerade von dir angesprochenen Branchen. Ja. Die Frage ist die Frequenz und die Taktung dieselbe? Also kann man sich mehr Zeit lassen? Ja. Gleichzeitig dauert es mehr, um zu erarbeiten. Und aus meiner persönlichen Erfahrung ist das CX-Thema gerade beim Banking ein Riesending. Ja, natürlich. Ne? Die haben nur eine andere Möglichkeit. Also für mich zum Beispiel ein spannender Case im Bereich Banking von Firmen, die es vielleicht vor 5 bis 7 Jahren noch gar nicht gab. Also ich weiß nicht, ob es dir bekannt ist, aber N26 zum Beispiel, N26, die machen ja quasi durch ihre App die Kunden so zufrieden, dass die quasi dabei sind, kleinere Pakete sozusagen Upselling im Banking sozusagen. Da kannst du dann eine besonders tolle Mastercard kaufen, die ein super tolles Design hat, oder du kannst die Möglichkeit erkaufen, mehr Unterkonten einzustellen. Also da hat es ja durchaus sogar noch einen monetären Wert. Deswegen, das ist für mich einer der spannendsten Cases, gerade im Bereich Banking. Und der Markt scheint ihnen auch recht zu geben. Das heißt, da ist es sehr, sehr wichtig, auch auf die Customer Experience zu achten im Bereich Banking. Ja. Wir haben gerade schon ein bisschen über Apps auch gesprochen. Was würdest du denn sagen, abgesehen von Apps, die sind ja schon fast ein alter Hut, was sind denn so Trends im Bereich Customer Experience, auf die der Customer Experience Manager, der Marketer der Zukunft sich vorbereiten muss? Wir wissen ja, Trends sind ja generell eher überhyped als unterhyped. Aber womit kann man sich schon mal gedanklich auseinandersetzen? Also was viele sehen und was ja auch schon erkennbar ist, ist ganz viel über Voice Control läuft. Ne? Und die Internet of Things Technologien mehr und mehr Einfluss bekommen, um Sachen zu machen, die man üblicherweise im Moment noch mit Tastatur und Maus macht, zunehmend oder abnehmend vielmehr. Jim Stern beschreibt den digitalen Butler als zukünftigen Trend, dass man also wirklich in normaler menschlicher Sprache mit seinem digitalen Assistenten kommuniziert, der sich um ganz, ganz viel kümmert. Also da kann ich sagen, was weiß ich, James, überweis mir mal 500 Euro von meinem Unterkonto. Man kann sagen, ich brauche ein neues Auto, mach mal bitte eine Auswahl und kümmere dich darum, mit meiner Frau zu reden, ob die einverstanden ist, weil der könnte noch ein Jahr laufen, aber irgendwie finde ich jetzt und so weiter. So, und mit solchen wirklich Aufträgen, wie wir miteinander uns vielleicht beauftragen würden, was zu tun, muss der Computer dann funktionieren. Wir sind ja so vernetzten Systeme. Das ist ein Trend, der ganz interessant ist, dass also wirklich eine sehr spezifische, umfassende Interaktion von Jim Stern so prognostiziert wird. Ja. Ein anderer Trend, der sozusagen eher im Unternehmen passieren könnte oder als Trend schon absehbar ist, was Marc Preusche genannt hatte als Augmented Analytics Plattform. Also nicht nur eine, wie soll ich sagen, grafische Vorbereitung der Daten, sondern mit Interpretation, mit Begründung, mit Handlungsvorschlag. Und so, dass man also auch, wenn man eine kleine Firma ist, die noch nicht eine ganze Data Science Abteilung hat, um sonst welche Operationen durchzuführen, eine hohe Mächtigkeit bekommt, weil im Endeffekt das Thesen erstellen, analysieren, herausfinden, überprüfen sehr viel schneller abgehandelt wird und die Maschine halt schon mit deutlich mehr Erkenntnisse kommt. Ansatzweise sieht man sowas schon, aber das kann sich natürlich mächtig entwickeln. Das finde ich super spannend, weil ich auch in meiner Agenturzeit zum Beispiel Verständnis dafür entwickelt habe, dass nicht alle Leute für Analytics gemacht sind. Also nicht alle Leute wollen ganz lange Tabellen oder auch nicht Preisdiagramme oder so sehen, sondern sie wollen halt in einem Satz wissen, was muss ich jetzt tun? Also was ist die Empfehlung, die ich mir daraus ableite? Ne? Und da gibt es ja nicht umsonst verschiedene Rollen in Unternehmen und deswegen finde ich diesen Bereich, glaube ich, auch sehr, sehr spannend. Kannst du vielleicht ein konkretes Beispiel geben, was so ein Augmented Analytics
machen könnte, jetzt vielleicht für Marketer oder für Leute, die wirklich eher Content-Marketing-seitig sind, wie zum Beispiel für mich jetzt. Ich bin zwar Analytics interessiert, aber jetzt auch kein Data Scientist. Ja. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das Tool halt eine komplette Kampagnenauswertung oder Channel-Auswertung vornimmt. Und zwar nicht nur tabellarisch, weil das machen die Tools ja heute schon, so und so viel Visits davon, so und so viel davon, so und so viel davon, sondern wirklich mit deutlich mehr Tiefgang und ansatzweise sieht man, dass da mit Machine Learning viel gemacht wird. Da werden sozusagen die Outlier erkannt in Korrelation. So funktioniert Odoskop ja im Prinzip auch, dass wir erkennen, was korreliert in welcher Form. So, und das kann man segmentiell durchziehen, sodass man feststellt, okay, die Kampagne grundsätzlich ist gut gelaufen, aber hier drin gab es 2, 3 Segmente, die sind über- und unterperformt. Das nimmt wahnsinnig viel Arbeit ab, um wirklich eine Qualität zu messen und die nächsten Schritte zu gehen, weil wir sind ja üblicherweise immer in irgendwelchen Optimierungszyklen oder Lifecycle-Zyklen und so weiter, sodass es immer darum geht, so jetzt habe ich das erreicht, wie komme ich jetzt hier hin? Ja. Das heißt zu erkennen, da ist jetzt jemand irgendwie zum 38. Mal heute auf dieser Produktübersichtsseite gelandet oder auf dieser Service-Seite oder sowas. Irgendwas muss ich jetzt tun. Muss ich dem vielleicht mal ein Chatfenster anzeigen und sagen, sprich jetzt mit unserem Kundenservice, oder muss ich dem vielleicht mal ein Angebot einfach schicken per E-Mail oder sowas, wenn er eingeloggt ist? Ja, und vielleicht ist sowas auch voll integriert, dass man sagt, wenn gewisse Sachen erfüllt sind oder eine gewisse Frequenz da ist oder so, und die muss ja auch nicht statisch eingegeben werden, oder vielleicht gibt es ja 38 gute Gründe, das zu machen, aber das ist im Kontext mit was anderem zu sehen, sodass eine Maschine gleich 2 Millionen Varianten durchkreuzt, um zu sagen, so alles klar, jetzt haben wir hier unsere 26 Leute, denen wollen wir was Gutes tun, die kriegen morgen einen persönlichen Newsletter mit irgendwas, weil das sind unsere loyalen Kunden und wir sehen, die kümmern sich und so. Also das sind Sachen, die man natürlich viel, viel weiter automatisieren kann, aber keiner wird anfangen und sagen, hier ist die magische Blackbox, leg los und vertrau dem Ding. Genau. So Sledgehammer-mäßig, ich weiß, was ich tue. So, und das ist gemeint mit der Lernkurve. Und irgendwann kann das durchaus sein, dass Bereiche, die für uns noch gar nicht konkret denkbar voll automatisiert sind oder nur für kleine Zwischenbereiche, dass da wirklich die ganze Kette voll automatisiert ist. Ja. Aber um dahin zu kommen, braucht es Erkenntnisse, Erfahrungswerte, Vertrauen, Austausch und so weiter und so fort. Und das ist halt der Weg. Sehr, sehr spannend, dass da auch dann die operativen Entscheidungen automatisierbar sind auf Datenbasis. Und das ist ja Datengetrieben. So die Prognose. Wir reden in ein paar Jahren weiter, wie gut das funktioniert. Absolut. Ja. Ich freue mich drauf. Ihr wart heute alle sehr, sehr still. Ich hoffe, ihr habt trotzdem sehr, sehr viele tolle Insights mitgenommen. Habt ihr abschließend noch Fragen an Matthias zum Thema Customer Experience oder sonstige spezifische Fragen? Ansonsten freuen wir uns auch von Odoskop, wenn ihr uns auf der Demexco besuchen kommt. Wir haben da einen Stand im Bereich der innovativen Unternehmen, gefördert vom BMWI. Ich werde da auch unterwegs sein. Matthias wird leider nicht dabei sein. Nee, da kommt gerade was. Da kommt gerade eine Frage hinein. Ja, auf der Demexco bin ich dieses Jahr leider nicht. Keine Fragen? Ach, Christian, na gut. Dann heute keine Fragen. Wir freuen uns trotzdem, dass ihr dabei wart. Abonniert gerne auch den Odoskop Newsletter. Da schicken wir euch dann immer News und Infos zum Thema datengetriebene Optimierung in verschiedenster Form. Wie gesagt, besucht uns auf der Demexco, besucht uns auch auf der Marketing Analytics Summit. Da bist du aber dann dabei. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Ja, in Berlin. Ja, in Berlin. Genau. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Keep on optimizing und vielen Dank an euch. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Ciao, Dankeschön.